Manchmal entstehen die besten Abenteuer aus einer simplen Idee beim Bier. Lass uns doch auch mal nach Schottland, sagte McClaus eines Abends bei der Vorbesprechung für die Karpatentour. Es ist gut da. Und plötzlich war sie geboren, die Idee unserer großen Schottland-Tour. 4 Pärchen, 4 Maschinen, 2 Wochen voller Highlands, Whisky und schottischem Wetter. Die Anreise verlief unterschiedlich. Spatzel und ich sind schon eine knappe Woche vorher losgefahren und nahmen die lange Route von Lüneburg über Rotterdam bis Harwich, die Fähre über die Nordsee und dann über Land via Ipswich, Yorkshire und den Lake District. Klaus und Jackie, Ralf und Elke sowie Hoffe mit seiner kurzen wählten ein paar Tage später die direktere Variante, Amsterdam nach Newcastle, dann durch Nordengland hoch nach Schottland. Wir trafen uns in Jedburgh, einem kleinen Ort kurz hinter der schottischen Grenze. Die Freude war groß, die Maschinen schnurrten und vor uns lag die Route nach Nordwest. Über Edinburgh und Stirling, vorbei an jahrhundertealten Burgen und durch endlose Loks und grüne Glens. Doch dann, nur 30 Kilometer vor unserem Ziel in Tinelt, der erste Dämpfer, Vollsperrung. Ein Unfall hatte die Straße blockiert. Die Umleitung kostete uns 150 Kilometer und 3 Stunden Verspätung. Als wir endlich ankamen, waren die Geschäfte längst geschlossen. Zum Glück hatte unsere Hauswirtin noch Vorräte, der Vormieter, und so zauberten unsere Frauen, übrigens die besten Sozias der Welt, an diesem ersten Abend in der fremden Küche ein Essen, das uns alle versöhnte. Unser Quartier, ein ehemaliges Herrenhaus in Tinelt, einst für den Manager der benachbarten Eisenhütte erbaut, ist heute aufgeteilt in Ferienwohnungen. 2 große Apartments für uns 8, perfekter Ausgangspunkt für unsere Tagestouren. Und was für Touren das wurden. Fort William, das Grab von Rob Roy McGregor in Balwydder, das berühmte Glenfinnan-Viadukt aus den Harry-Potter-Filmen und natürlich Aelian Donan Castle, die Burg am Wasser, die jeder aus dem Film Highlander kennt. Nach Oban fuhren wir regelmäßig zum Einkaufen, einmal sogar mit der Eisenbahn, weil das Wetter einfach zu grauenhaft zum Motorradfahren war. Denn ja, das Wetter spielte nicht immer mit. Anfang August fegte Sturm Floris über Schottland hinweg, ein ungewöhnlich heftiger Sturm für diese Jahreszeit mit Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern. Ein Tag, an dem wir lieber drinnen blieben. Aber das ist Schottland. Rau, wild, unberechenbar und genau deshalb unvergesslich. So, und wer in Navigation nicht nur Kreide holen war, dem sollte inzwischen aufgefallen sein, dass, wenn die Sonne doch im Osten aufgeht und das Wasser von rechts nach links durchs Bild läuft, das Schiff sich nach Süden bewegt. Gut beobachtet. Wir sind schon wieder auf dem Weg zurück. Dann lasst uns die Uhren also nochmal 2 Wochen zurückdrehen und von vorn beginnen. Auf dem Dampfer nach Harwich. Schließlich soll das hier kein Hörspiel werden, sondern ein Motovlog. Also lehnt euch zurück. Dies ist unsere Geschichte. Good morning. It's now 5:30 local time. Our Taste restaurant at the forward end of Deck 9 is now open for breakfast. Coffee, tea, cold drinks and snacks are now available at the Barista Coffee House or the Social Cafe and Bar on Deck 9. Last orders for breakfast will be at 6:15 local time. Disembarkation will start around 6:30 local time. Guten Morgen aus dem Schlafwagen im Karpatenexpress. Guten Morgen! Wir sind natürlich nicht im Karpatenexpress. Was so ist passiert? Ich habe gedacht, jetzt kommt noch mal eine Durchsage. Wir sind an Bord der Stena Hollandica. Und jetzt haben wir gerade durch die Kabinenwände gehört, dass in den anderen Kabinen die Wegdurchsage läuft. Nur nicht bei uns. Nur bei uns nicht. Aber die kannst du liegen lassen, die 2 Säcke.
Also, ich muss sagen, dass ich hier super geschlafen habe. Die Betten sind richtig, richtig klasse. Und die Luft ist gut. Und die Luft hier in den Kabinen ist toll. Schön klimatisiert, nicht zu kalt, nicht zu warm. Also richtig, richtig klasse da. Ja. Wir haben zwar keine Kabine mit Fenster, also keine Außenkabine. Aber das macht nichts. War ja sowieso schon dunkel, als wir ins Bett gegangen sind. Und ich glaube jetzt, wir haben jetzt 6:16 Uhr deutsche Zeit, da dürfte es wahrscheinlich schon hell sein draußen. Also die Wegdurchsage kam gerade, das haben wir hier geahnt durch die Wände haben wir es gehört. Gott sei Dank hatte ich meine Ohrenstöpsel schon draußen. Warum das hier wieder nicht funktioniert bei uns in der Bude? Naja, gut, also. Und wir fahren heute links. Oh Gottes Willen, da graut's mir schon. Ja, wir auch. Verkehrter Seite, Frau Fahrrad, ja. Oh, na gut. Also, ihr werdet es erleben, wenn wir nachher gleich von Bord fahren. Und bis dahin melden wir uns wieder. Wiedersehen. Ja, wir waren natürlich nicht nur beim Aufstehen und Frühstücken die Letzten, sondern auch bei den Fahrzeugen. Als wir am Motorrad ankamen, war das komplette Deck wie leer gefegt. Nur noch die Gelbe, Spatzel und ich weit und breit. Vom Deck über uns hörte man das Getöse der Tax, wie sie die Sattelaufleger von Bord brachten. Hallo, Akkustand hoch, Handy verbunden. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh, Kanal 1. Bist du da? Jetzt bist du da. Sag mal was. Bitte? Du sollst mal was sagen? Ja, hallo? Und nicht nur mit dem Kopf nicken? Du kannst erst mal heute akzeptiert reden, wir sollen nämlich da hinten rausfahren. Genau. Na, das hat doch geklappt. So, wir sind wieder mal die Letzten. Da müssen wir jetzt da links zurück. Was will der? Wieso hält er uns an? Hallo. Hello! Ja, Outside. outside! Das dachte ich mir schon. Wo willst du hin, fragt er. Ja, überleg mal, wo ich hin will. Ach da. So, lass uns mal geschwind offen, da die Tür. Mir kommen wir da auch noch. Guck mal, du. Links. Links. Was will er denn links? Links ist Wasser. So, Jungs und Mädels. Wir waren die Letzten. Servus. Morning. Nach uns ist Feierabend. Kannst zumachen. Oh, guck mal, Hamburg ist auch vor uns. Und jetzt im Stop and Go da hoch. Das mache ich nicht. Jetzt warte erstmal, bis die da weg sind von der Rampe. Da lässt man sich extra Zeit, dass man wirklich der Letzte ist. Und dann hat man immer noch so Trailer vor sich da.
Aufregung. Ja. Aber echt. So, wo müssen wir denn hin überhaupt? Ja. Apps, routige Planung, Routenplanung. Jetzt fahren wir von Ipswich. Nee, von Harwich. Ich weiß. Adendorf, Ipswich, Tynult. Harwich, Tynult. 1830 Kilometer inklusive Fähre. Nehmen wir doch den da. Nehmen wir doch den da. Muss jetzt da so eine blöde Rinne genau in der Mitte sein, oder wie? Da ist unser Schiff, guck. Stena Line Hollandica. Ziemlicher Apparat, das Ding da. Ja. Ach, guck mal, da hätten wir uns gar nicht zu beeilen brauchen. Die stehen da bis Meppen. Okay. Servus. Hi. Wieso bei? Da müssen wir erstmal Grüß Gott sagen, bevor wir bei sagen. Oh. Was? Mach mich nicht kirre. Ich bin schon kirre. Jetzt brauchst du nicht mehr aufregen, jetzt haben wir das meiste überstanden. Jetzt brauchen wir nur noch die Einreisekontrolle überstehen. Wobei, da gibt es auch genügend Sachen, die schief gehen können. Oh, fahren wir mal da. Da ist weniger los. Aber ich glaube, das war ein Druckschluss. Oh, jetzt stehen wir wieder und warten. So wir noch. Ja. Und wir stehen schon wieder in der Sonne. Ja, jetzt Ja, das ist noch früh. Alles gut. frisch ist es. Tja, obwohl wir mit Abstand als Letzte von Bord gekommen sind, heißt es vor der Einreisekontrolle trotzdem warten. Ich hatte ja gehofft, dass alle vor uns schon durch sind, bevor wir endlich den Kontrollposten erreichen. Aber nix da. Auch unser Tag beginnt mit rund 20 Minuten Queuing. Offenbar eine der Lieblingsbeschäftigungen in England. Good morning. Hallo. Oh, that was quick. Klar, die wissen anhand der elektronischen Einreisegenehmigung ETA und der Buchung schließlich ganz genau, wer hier wann vom Schiff kommt und schauen deshalb gar nicht mehr großartig ins Fahndungssystem rein. So, Jungs und Mädels. Jetzt bloß noch mit heiler Haut durch die Fieldshalle kommen. Stichwort Andorra. Die wollen nix. Die wollen nix von uns, jawohl. So, mein Schatz, wir sind durch. Wir sind in, ja, wo sind wir denn überhaupt? England, UK, Großbritannien, also irgendwo da. Jedenfalls sind wir jetzt im Hafen von Harwich. Und welches berühmte Auswandererschiff wurde hier im 17. Jahrhundert gebaut und ist später mit Kurs Richtung Amerika ausgelaufen? Wer weiß es? Die Mayflower. 1600 irgendwas. Zwar nicht das erste, aber zweifellos das berühmteste von allen. So, und wir sind jetzt auch auf Kurs, sagt das Navi. Wieso muss eigentlich ständig... Ja, das ist jetzt die Kamera, die jetzt dich aufnimmt. Die ist schon wieder weg. Das regt mir vielleicht auf da.
Die da vorne. Und ich habe keine Akkus griffbereit. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zur Tanke. Ja, das sind aber die interessantesten Szenen, die dann immer nicht funktionieren. Zum Beispiel, wenn man vom Schiff runterfährt. Ist das eine Tanke da? Ganget halt weg von der Straße, Mädels. Ich fahre doch auf der richtigen Seite, oder? Fahre ich jetzt falsch? Nein, die laufen falsch. Tankers only. Ja, was denn sonst? So, jetzt werden wir mal gucken, was wir da kriegen. Diesel, unleaded. Wie viel hatten das? 95? Nee, wir brauchen was Gescheites. Gibt's da drüben noch was? Super unleaded. E5. Das was wir nehmen. Tankt man hier auch erst und bezahlt dann? Oder wie läuft das hier? Oder muss man hier erst bezahlen? Super unleaded, 97. Wieso hat man 97 Oktan? Gibt es dafür auch irgendwie einen Grund? Gut. Tja, das Tanken in England, zumindest hier an dieser Tankstelle, läuft prinzipiell genauso wie bei uns, von Ausnahmen abgesehen. Du nimmst den Schnorchel, tankst und gehst dann zum Bezahlen. Nur hier ist es so, dass, wenn du die Pistole rausnimmst, erstmal gar nichts passiert. Und zwar so lange, bis man schon verzweifelt aufgeben und die Pistole wieder zurückstecken will. Aber plötzlich geht's dann doch los, weil nämlich in der Zwischenzeit dein Kennzeichen gescannt und überprüft wurde, ob du vielleicht ein Pay-at-Pump-Kunde bist, wo das System erstmal deinen Kontostand überprüft und dann die Zapfsäule freigibt. Und falls du das nicht bist, wird dein Kennzeichen aber trotzdem erfasst und das Personal an der Kasse gibt dir die Zapfsäule frei. In jedem Fall ist aber erstmal Warten angesagt, aber irgendwann, wenn man es schon nicht mehr vermutet, springt die Pumpe plötzlich an und es kann losgehen. Danach Schnorchel zurückstecken, reingehen, bezahlen, Abfahrt. So, alle Systeme laufen. Wir haben getankt, voll sind wir wieder. Los geht's. So, wo müssen wir hin? Weiß ich nicht. Ist aus. Ja. Da müssen wir lang. Gut, dann lass uns mal rein ins Getümmel, in den englischen Kreiselbahn, den linksdrehenden. Unser Track läuft rechts von uns, da müssen wir hin. Da müssen wir hoch und dann links jetzt. Wir haben doch grün, ne? Wenn einer grün hat, dann hat er grün. Ja, muss man hier raus? Ja, dem hinterher. Links fahren. Spatzel. Da steht sogar. Für so Segel wie uns sind sie es nochmal nachgeschrieben. Da.
Bis dahin hätte ich ja schon sterben können. Aber echt, ja. Immerhin steht Deutsch schon an zweiter Stelle und nicht erst auf der Rückseite. Aber vielleicht geht es ja nach Bedürftigkeit, stellt mir auch nicht wundern. So, das war jetzt wieder ein Abenteuer da. Ja. Vom Schiff runter, als letzte sind wir vom Schiff runter, da haben sie schon die Bordsteine hochgeklappt. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Und gerade eben tanken, das war auch wieder so ein Theater. Ich nehme den Schnorchel in die Hand und denke, jetzt müsste auch mal irgendwann die Pumpe anfangen. Und es passiert halt gar nichts, ne? Und dann habe ich ihn wieder reingesteckt, den Schnorchel, nachdem ich ihn ungefähr eine Minute in der Hand hatte und darauf gewartet habe, dass die Pumpe endlich anspringt. Und dann habe ich ihn erstmal wieder reingesteckt und bin an die Nachbarzapfsäule und bin zu einem hin und habe den erstmal gefragt, sag mal, gibt's da irgendwie einen Trick da bei euch zum Tanken? Ich habe den Schlauch in die Hand genommen und da passiert nichts. Und dann sagt er, oh, eigentlich macht man das so. Man nimmt den Schlauch in die Hand und wartet. Und dann sagt er, das kann aber dauern. Ages kann das dauern, bis da endlich mal was anspringt. Ja. Dann habe ich gedacht, gut, dann probierst du es halt nochmal. Und? Nehme ich die Zapfpistole in die Hand und warte und warte und warte und warte. Und nach Wochen geht dann tatsächlich die Pumpe los, ne? Tja. Naja. Und wie viel haben wir reingekriegt? 36,5 Liter. Und ich hatte noch eine Restreichweite von, wie viel waren es? 20, 25 Kilometer ungefähr Restreichweite? Du dachtest ja, 3 Liter wären noch drin. Nee, anderthalb. Anderthalb waren noch drin. So, aufpassen. Ungefähr. Ja. So, wir müssen jetzt gleich rechts dahin. Also einmal ganz rum. Einmal rum und dann in die Richtung ab. Okay. Also 36,5 Liter sind reingegangen. Und ja, ich sag's nochmal, in die 2007er gehen 38 Liter rein. In die 2007er, nicht 33. 38 Liter. 33 war erst ab der Modellüberarbeitung. Weiter, wir haben vorbei. 2008. Und jetzt abbiegen. Jawohl, genau so machen wir das. Wenn ihr die nicht hättet, mein WSO. So, jetzt sind wir erstmal weg von der Hauptstraße und jetzt ist erstmal alles gut. Also, 36,5 Liter sind reingegangen, 1,5 war noch drin. Und es haut auch ungefähr hin mit der Restreichweite, 20, 25 Kilometer, 1,5 Liter, ja, plus minus, also so genau nehmen wir das nicht. Wetter ist super. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, schon, ist aber ein bisschen fußkalt, ne? Ein bisschen frisch. Ach, Quatsch. Ja gut, dann halt nicht. Also, Guck mal, die haben die gleichen blöden Gatter wie bei uns. Bloß hier sind sie gerade und bei uns sind sie schräg. So, jetzt geht's über Land nach Ipswich. Nach Ipswich zum Frühstücken. ich weiß ja schon, was ich bekomme. Ja, du kriegst ein proper Englisch Frühstück, Breakfast. Und ich natürlich wieder nicht, weil ich dumm rausgeschwätzt gestern. Jetzt kriege ich zur Strafe nichts, wahrscheinlich bloß einen Arschtritt, jawohl. So machen wir's. So, und wir fahren nach Track. Ich habe ja schon mal an anderer Stelle erzählt, wie ich das mache, also wie Fritze navigiert. Ich habe ein Navi, ja, und ich habe wieder das XT, wie es dazu kommt oder wie es dazu gekommen ist, das muss ich an anderer Stelle auch nochmal wieder erzählen. Also ich habe das XT und das XT kann Tracks und Routen gleichzeitig anzeigen. Das hat einen entscheidenden Vorteil. Und das ist einer der Gründe, warum ich das Gerät gekauft habe und auch wieder dahin zurückgekehrt bin. Weil es nämlich dem genau entgegenkommt, wie ich navigieren möchte. Also, ich setze mich zu Hause hin mit Kurviger oder mit irgendeiner anderen Software, das ist ganz egal. Hauptsache, die ist in der Lage, Tracks, GPX-Tracks herzustellen. Und weil ich mir zu Hause Gedanken mache über die Route oder sagen wir besser mal Strecke, damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt, sage ich mal Strecke. Ich mache also die Streckenplanung zu Hause
und erwarte dann, dass mir mein Navi das unterwegs so anzeigt, wie ich es zu Hause geplant habe. Wo ich ja null Bock drauf habe, ist ja, dass das Navi von dem, was ich zu Hause mühsam geplant habe, unterwegs irgendwas anderes macht. Da könnte ich explodieren. Und die einzige Methode, die da zuverlässig funktioniert, ist ein GPX-Track. Alles andere ist nur Killefit und rumgefrickelt. So, also, du steckst dir zu Hause eine Strecke zusammen, wie du fahren willst, und machst da draußen einen GPX-Track. Denn nur der Track wird dir auf einem Navigationsgerät so angezeigt, wie du es ursprünglich dir ausgedacht hast. Nur der Track, sonst nichts. Das ist der entscheidende Unterschied zu einer Route. Eine Route wird immer wieder neu berechnet anhand der Routenpräferenzen, des Kartenmaterials, der Weg, der Zeitberechnung und so weiter. Da kommt immer was anderes raus. Bei der nächsten Neuberechnung ist das, was du geplant hast, ist dann weg. Da war dann die ganze Arbeit zu Hause, das wochenlange Planen, das war dann alles umsonst. Ist dann alles fort. So, und das will ich natürlich nicht. Jetzt sieht man hier diesen magentafarbenen Strich auf dem Navi. Das ist der Track, den ich zu Hause mir ausgedacht habe. Und jetzt gehe ich nur noch her und sage, ich habe ein einziges Ziel. Entweder mein Tagesziel, mein Zwischenziel oder das Gesamtziel der Strecke, die ich an dem Tag eben fahren möchte. Das Ding gebe ich ein als einziges Ziel. Also eine Routenberechnung von A nach B, ohne Zwischendinger. Und nichts von wegen Routenplanung, fancy. Ich überlasse doch nicht dem Navigationsgerät, wo ich langfahren will. Das will ich mir doch selber aussuchen. Deswegen ist die Route für mich völlig nebensächlich. So, und das wird eben bei mir gleichzeitig angezeigt. Ich sehe immer den magentafarbenen Strich als sozusagen Masterplan, das, was ich mir zu Hause überlegt habe. Und die Routenberechnung, die da drüber liegt, die habe ich nur deswegen an, um die Ziele bzw. die Zeiten mir anzeigen zu lassen. Wie weit ist es jetzt noch dorthin oder wie lange habe ich dort noch hinzufahren? Und manchmal kann es ja auch sein, dass es eine Umleitung gibt, dass die Strecke, die ich mir zu Hause ausgedacht habe, dass die aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, weil gesperrt ist oder was weiß ich nicht, aus welchem Grund. Dann fahre ich für diesen kurzen Abschnitt der Route entlang, weil die Route ist natürlich wesentlich aktueller, die weiß auch möglicherweise, ob gerade irgendwo eine Sperrung existiert oder nicht. Dann fahre ich für diese Umleitung der Route entlang und gehe dann aber nach der Umleitung wieder zurück auf meinen Track. Den sehe ich ja andauernd also nicht im Bildschirmausschnitt. Manchmal verlasse ich ja den Bildschirmausschnitt und sehe dann den Track nicht mehr. Aber dann zoome ich eben raus, eine andere Vergrößerungsstufe und komme dann wieder irgendwann auf meinen Track zurück. Also benutze ich diese Route nur für Umleitungsstrecken, temporäre. Spatzel, du bist ja hier schon mal gefahren, ne? Ja, vor 100 Jahren. Das war 1812 oder irgend sowas? Ja, kommt hin. Kurz vor Erfindung des Automobils, ne? Ja, aber ich bin damals auch mit dem Auto durch Oxford gefahren und das war auch schon aufregend. Wodurch? Oxford. Oxford, ja. War das nicht Cambridge? Nee, wir haben ja damals mit unseren Engländern und auch Franzosens Eltern zusammen Urlaub gemacht. Okay. Und da war die Zwischenstation in Oxford. Ja. Was ich mich immer frage hier in England, da steht dann immer slow auf der Fahrbahn. Ist das eigentlich definiert? Weiß das jemand? Weiß jemand, wie slow ist? Kann man sich das aussuchen? Weil solange das nicht definiert ist, wie das bei uns nämlich wäre, slow ist nicht schneller als 50 jetzt meinetwegen. Kann ja jeder für sich selbst sagen, also subjektiv. Subjektiv war ganz schön langsam mit meinen 120 da in der Kurve. Sonst fahre ich da immer 250. Weiß das jemand von meinen Zuschauern? Phil oder Gary? Ihr beide vielleicht? Ihr seid doch die UK-Experten hier unter uns. Wie slow ist slow? How slow is slow?
Was ist jetzt das für ein Trick hier? Ach so, das ist für LKW, die da nicht durchkommen. Da haben sie gesagt, dann lassen wir die scheiß Brückstände und machen lieber daneben eine Rampe mit einem Bahnübergang oben drauf. Das ist billiger. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Da. So, Spatzel, Ipswich, wir sind da. Gleich kommt der Kreisel. Spatzel sagt lieber nix. Spatzel, wir sind in Ipswich. Tata! Tata! Die zweite müssen wir raus, ne? Wir müssen irgendwie da geradeaus rüber. Also die, ja, ist das die zweite, dritte, keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall Town Center. Town Center. So, das war schon die Schwierigkeit. Das war der einzige Ja, Kreisel. wo ich gedacht habe, Da kommen wir! Niemals kommen wir über den scheiß Kreisel! Spatzel. Nö, das war schon die ganze Aufregung. Ja, das ging ja. Mehr Aufregung gibt's heute nicht. Nee, das ging ja. Ja, wenn die abbiegen, Solo? ja, wir müssen nur bremsen vorher. Fahrer doch eiskalt an dem vorbei, guck mal. Da sind sogar die Fußgängerwarnwesten an. Was ist denn da los da? Was ist, wenn uns jemand hört? Spatzel. Wir sind mit dem Kraftrad in Ipswich. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? So, jetzt müssen wir schon abbiegen. Genau. Hey, ich habe mich noch gar nicht entspannt. Links. Up, down. Sagt immer der, oder hat der Enkel von Susan und Gary gesagt, Oscar. Ja, sag das bestimmt immer noch. Junge, Up, down. Up, down. Nuff, nonder. Nuff, nonder. so kommen wir nochmal. So, jetzt wieder links abbiegen. Gut aus. Auf dieser Seite bleiben. Prima.
guck mal, ja, schon freigeräumt hier alles für uns. Kann ich? Hello! Thank you. Yes. Yeah. So, wir sind jetzt da und jetzt gibt's Breakfast, verstehst du? Breakfast?